Im heutigen Video möchte ich einmal mit dir über das Thema Kommunikation sprechen, denn die meisten Menschen, die denken bei Kommunikation direkt an Sprechen, aber Kommunikation besteht aus ganz, ganz vielen anderen Bausteinen eben noch dazu. Sie ist die Grundlage für alles. Man kann mit Kommunikation den Partner fürs Leben finden, für kürzer oder auch für ganz kurz. Und wir Menschen, wir kommunizieren, seit es uns gibt, eben miteinander vor etwa 1,5 Millionen Jahren. Da grunzten wir noch oder machten über Gestik und Mimik irgendwelche Gesichtszüge, ähnlich wie das Affen heute noch tun, oder wenn du jemanden siehst, der stark betrunken ist, dann kann das auch an diese Zeit noch erinnern. Der Mensch selber, der hat das Sprechen vor etwa 150.000 Jahren gelernt, und diese Fähigkeit, die verfeinern wir bis heute. Und du kennst das wahrscheinlich, dass die alten Ägypter vor etwa 7.000 Jahren angefangen haben, durch Zeichensprache ihren Mitmenschen oder ihren Nachfahren etwas mitzuteilen. Das heißt, sie haben irgendwelche Bilder gemalt und diese Bilder hatten dann eine Bedeutung. Und weißt du was? Lustigerweise haben wir das neu entdeckt. Das heißt, Emojis machen nichts anderes als das, was damals vor 7.000 Jahren die Ägypter schon gemacht haben. Ein Emoji erzählt quasi das, was du damit ausdrücken willst. Dieser hier, ich bin müde, der hier, jawohl, ich stehe auf Geld oder ich habe Geld verdient, der hier ist traurig, der hier schwitzt, da unten heult einer und der hier, der kann es kaum fassen. Also wir drücken auch heute durch Zeichensprache etwas aus, und wenn wir sagen Kommunikation, dann, wie gesagt, gehen die meisten Menschen davon aus, dass es dabei ums Sprechen geht. Lass uns jetzt mal gucken, welche 3 Arten von Kommunikation es gibt und was die einzelnen Kommunikationsarten zu bedeuten haben. Wenn wir miteinander sprechen, können wir das hier einordnen, und den Oberbegriff dazu, den hast du mit Sicherheit auch schon mal gehört, nämlich verbal. Zu verbal gehört alles Sprachliche, also alles, was wir an Lauten von uns geben. Aber zu verbaler Kommunikation gehört auch dazu zum Beispiel Schriftliches. Ups, ich hoffe, du kannst das einigermaßen lesen. Schriftliches, zum Beispiel WhatsApp. Also nicht gesprochen, sondern geschrieben, oder eine E-Mail. Das zählt zu verbaler Kommunikation dazu. Jetzt sagst du dir wahrscheinlich, okay, da sind noch 3 oder 2 Felder sind noch frei. Das zweite, das müsste doch sein, das habe ich doch schon mal gehört, nonverbal. Völlig richtig. Was ist nonverbal? Nonverbal bedeutet alles Nichtsprachliche, also alles, was wir nicht mit Sprechen ausdrücken. Dazu zählt Körpersprache, Gestik oder Mimik. Ja, also was wir machen, ob wir jemanden anlächeln, ob wir den böse angucken, ob wir die Augen zusammen runzeln, was auch immer. Also Gestik und Mimik zählt hier dazu. Das Aussehen zählt zu nonverbaler Kommunikation. Also wenn du dich morgens vorm Spiegel schick machst, wenn du deine Haare machst, was auch immer, bei mir ist das schnell erledigt, wobei mit dem Rasieren dauert auch immer ein bisschen. Alles das zählt zu nonverbaler Kommunikation dazu. Wenn ich mich total aufbrezel, ja, und gehe dann irgendwo auf eine Hochzeit oder was auch immer, dann möchte ich ja meinen Mitmenschen etwas damit sagen. Etwa, dass ich Geschmack habe, dass ich hier dass ich weiß, was ich gehört, dass ich der Braut Respekt zolle, wenn ich mich schick mache und so weiter. Und wenn du schon mal einen Anzug anhattest oder ein schönes Abendkleid, dann weißt du, dass du dich auch automatisch anders gibst. Und nonverbale Kommunikation. Ich hatte mal einen Mitarbeiter vor ein paar Jahren, der hatte so ganz tolle Locken, schöne, wunderbare Haare. Alle Frauen haben gesagt, boah, ich will dem seine Haare haben. Und ich wusste ganz genau, wenn der morgens in die Firma kam und die Haare waren so in alle Richtungen wie so ein Struwwelpeter,
dann hat er nicht gut funktioniert. Der hat nicht gut gearbeitet. Warum? Weil er sich gehen hat lassen. Das ist das Gleiche, wenn ich zum Beispiel im Homeoffice arbeite und dann denke, okay, dann brauche ich mich ja hier nicht schick machen. Ja, ich kenne Geschichten aus dem Homeoffice, die wollt ihr nicht hören. Aber wenn ich im Homeoffice arbeite, ich zum Beispiel mache das ja schon seit Jahren und ich ziehe mich dann da auch genauso an, als würde ich ins Büro gehen. Ich mache mir sogar mein Lieblingsparfüm morgens drauf, einfach nur für mich, damit ich mich gut fühle, damit ich mich wohlfühle. Und das wiederum weitet sich dann auf meine Arbeit aus. Das heißt, wenn ich mich wohlfühle, wenn ich mich schick anziehe und so weiter, dann arbeite ich auch gewissenhafter, als wenn ich komplett zerstört hier aus dem Club morgens rauskomme und dann direkt zur Arbeit gehe. Das kann nichts werden. Also wenn du irgendwas im Leben erreichen möchtest, dann achte auch immer drauf, wie du dich selbst gibst dabei. Ja, lass dich nicht gehen oder sieh deine Arbeit auch als respektvolles Medium an letztendlich und kleide dich genauso, als würdest du auch irgendwo vielleicht anders hingehen. Wenn du in die Disco gehst oder so, verkaufst du ja quasi dich selbst den anderen. Ja, wenn du jemanden kennenlernen möchtest, dann machst du dich ja extra schick. Und genau diesen Respekt, den bringe ich auch meiner Arbeit eben gegenüber. Gerüche zählt hier auch noch mit dazu. Zum Beispiel Parfüm. Ja, wenn jemand ein schönes Parfüm hat und du magst das, dann ist er dir automatisch schon sympathisch. Andersrum ist es aber genauso, wenn du jemanden nicht riechen kannst, dann kann das noch so ein lieber Mensch sein, dann hat sich das auch meistens schon erledigt beim ersten Eindruck. Und als drittes haben wir noch eine Sache übrig. Das hier in Schulungen ist häufig so, dass das Verbal und das Nonverbal, das kriegen meine Teilnehmer meistens noch hin. Ich weiß nicht, wie es dir jetzt gerade geht, aber der dritte Punkt, den kennt fast keiner. Jeder weiß, was es ist, aber er weiß oder derjenige weiß nicht, wie man es nennt. Das ist paraverbal. Was ist paraverbal? So, wir haben jetzt hier einmal die Information. Das heißt, das, was ich sage, also wenn ich jemandem eine Nachricht schicke, dann habe ich ja da meine Botschaft drin, wenn du so willst. Ja, das ist die Information. Wir haben, wie ich mich dabei gebe, wenn ich die Information eben vermittle. Und wir haben hier die Emotion. Die Emotion ist folgendes. Wenn du zum Beispiel deinem Partner sagst, ich liebe dich, dann muss das ja auch klingen wie ich liebe dich. Ja, Olli sagt immer, mein Kollege Olli von Mobilcom, der sagt immer, toll muss auch toll klingen. Und genau das ist damit gemeint. Die Art und Weise, wie ich etwas sage. Und der Ton macht die Musik. Diesen Satz hast du wahrscheinlich schon ein paar Mal gehört. Also das, was ich sage, wie ich mich dabei verhalte und die Art und Weise, wie ich es sage. Zum Beispiel Geschwindigkeit. Spreche ich langsam oder schnell? Spreche ich laut oder leise, also die Lautstärke? Spreche ich deutlich? Mit Dialekt? Die Betonung? Und so weiter und so fort. Das ist ganz, ganz wichtig, wenn du zum Beispiel am Telefon arbeitest, dann hast du ja nur deine Stimme zur Verfügung. Der Kunde, der sieht dich quasi nicht, ja, der sieht nicht, ob du, wie schick du dich gemacht hast morgens oder wie du riechst, das sieht er ja nicht. Aber der Kunde hört es. Der Kunde hört, ob du lächelst. Der Kunde hört, ob du auf deinem Stuhl gerade sitzt oder ob du halb unterm Stuhl liegst, unten drunter nach der Mittagspause. Das hören Menschen. Und das darf man nicht verachten, wie wichtig sowas ist. Denn wenn wir uns mal angucken, die Verteilung nach Gewichtung, wenn wir 100% haben, wie wichtig ist das, was ich sage? Wie wichtig ist das, wie ich es sage? Und wie wichtig ist meine Körpersprache? Und das ist tatsächlich wirklich ein Phänomen, wenn man sich das einmal anguckt. Das hier mit 7 bis 10% etwa ist das, was ich sage. Die Botschaft, die ich vermittle, macht ungefähr in einem Gespräch zwischen 7 und 10% aus, je nachdem, ob ich mit dem Menschen per Telefon oder aber face-to-face spreche. 55%
ist Körpersprache, Gestik, Mimik, also nonverbale Kommunikation. 55% und 38% ist verbal. Das bedeutet im Umkehrschluss, wenn man es mal ganz krass sieht, es ist eigentlich fast egal, was du sagst. Hauptsache, das klingt gut. Und das ist die Grundlage einer jeglichen Kommunikation. Du musst dir im Klaren darüber sein, dass wenn du im Kundengespräch bist, alle diese Faktoren damit reinspielen und deine Botschaft, die du hast, wenn du Produkte am Telefon verkaufst, dann ist das, was du sagst, oft dasselbe, was dein Kollege auch sagt. Aber du sagst das vielleicht in einer besseren Geschwindigkeit, du sagst das vielleicht in einer deutlicheren Aussprache, du bist da am Lächeln mit dem Kunden, du hast da vielleicht schöne Betonungen drin, was auch immer. Und du telefonierst vielleicht auch mal im Stehen nach der Mittagspause, so habe ich das auch immer gemacht, so mit Händen und Füßen, wenn man dann bei der Sache ist. Und das hört der Kunde. Und deswegen, wenn zwei Verkäufer den gleichen Leitfaden haben, als Beispiel am Telefon, ja, jeder hat so seinen Gesprächsleitfaden. Bei dem einen hört sich das toll an und bei dem anderen hört sich das nicht toll an. Und das ist der Grund, warum die einen mehr verkaufen als die anderen. Es liegt nicht an der Wahl der Worte, es liegt daran, wie die sich geben und wie sie das Ganze betonen. Also wenn du mal schlechte Laune hast, als Beispiel, ja, du kommst morgens in die Firma rein, du hattest gestern einen tollen Tag, ja, da lief das super, du hast einen Vertrag nach dem anderen geschrieben, super, und bist dann abends nach Hause, hast das erstmal schön gefeiert und kommst den nächsten Morgen dann zur Arbeit und sagst dir, Mensch, gestern war ein richtig geiler Tag, so mache ich das heute auch. Ja, und dann gehst du ans Telefon und du bist aber nicht so drauf wie gestern, weil vielleicht deine Freundin oder dein Freund Stress gemacht hat oder deine Eltern irgendwie mit dir Zoff hatten, was auch immer passiert ist. Wenn man private Themen hat, dann ist man vielleicht anders als gestern, man lächelt vielleicht nicht so sehr, man ist vielleicht nicht so emotional dabei und so weiter. Und das führt dann dazu, dass man eben weniger verkauft. Deswegen die Art und Weise, wie du etwas sagst, wie du dich gibst dabei, ist viel, viel entscheidender als das, was du sagst. Als ich damals angefangen habe, im Callcenter zu arbeiten im Jahr 2000 bei Freenet. Also ich habe zweimal schon im Callcenter gearbeitet, davor schon als in einem Immobilienbüro. Aber 2000 habe ich bei Freenet in Kiel angefangen. Und zu dieser Zeit hatte ich eine richtig schwierige Zeit. Ich hatte einen Autounfall gebaut, hatte mega viel Schulden, war pleite und so weiter. Und ich hatte echt Sorgen. Ja? Und diese Sorgen, die habe ich natürlich auch mit zur Arbeit genommen. Und mein Chef, da bin ich ihm heute noch dankbar dafür, denn das war die Lektion Nummer 1, die viel in meinem Leben verändert hat. Der hat mir immer gesagt, Uwe, oder er hat mich immer mit Nachnamen angesprochen, Bote, stell deine schlechte Laune, stell die bitte unten am Eingang ab. Wenn du heute Abend nach Hause gehst, dann kannst du sie gerne wieder mitnehmen. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe sie abgestellt, aber ich habe sie nie wieder mitgenommen. Und das war mein Erfolgsrezept, wenn ihr so wollt, weil ich niemals meine Kunden daran teilhaben lassen habe, was ich an privaten Themen habe. Ich habe mich auf Arbeit konzentriert, auf das, was ich tun kann, und habe das als Chance gesehen. Das hat mich dahin gebracht, wo ich heute bin, weil ich eben die Dinge, die ich mache, mit Leidenschaft mache oder ich lasse sie. Also mach die Themen mit Herz und mit Herzblut oder lass es. Ja? Emotion hier schlägt immer Information. Emotion schlägt immer Information. Das zum Thema Grundlagenvertrieb, und wir machen direkt im nächsten Video weiter mit Motivation und Einstellung, denn du kannst wissen, so viel du lernen kannst, was auch immer, wenn du deine Einstellung nicht dabei hast und deine Motivation nicht gut ist, dann bringt dir alles Wissen nichts. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video, freue mich drauf, bis dann.